So, das erste Video auf diesem Kanal, wo ich vor der Kamera bin, und ich muss sagen, das ist ein sehr komisches Gefühl, ein wirklich sehr komisches Gefühl und ein sehr ungewohntes Gefühl, einfach so vor der Kamera zu sein und in die Kamera zu schauen und keine Ahnung halt. Normalerweise, das ist ja jetzt das erste Video, so das erste richtige Video auf dem Kanal. Normalerweise erzählt man ja dann eben, was man vorhat, wie der Kanal aufgebaut sein wird oder was man eben so posten wird. Ich werde das noch nicht machen. Das kommt vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer. Ich will direkt mit einer Art Challenge starten. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen mir ein Video angeschaut. Hikmet Anıl Öztekin kennen bestimmt die wenigsten von euch. Ist ein türkischer Schriftsteller. Er macht aber auch aktiv Videos auf YouTube und da hat er eine Art Challenge gemacht. Einen Monat lang hat er auf Social Media verzichtet. Das hat mir sehr gefallen. Er hat auch berichtet, was für einen Einfluss das auf ihn hatte. Das hat mir eben, wie gesagt, gefallen und dann dachte ich, ich will das jetzt nicht so extrem machen, also nicht einen Monat, sondern eine Woche. Das heißt, ich werde eine Woche lang auf Social Media bzw. auf Instagram verzichten, weil ich benutze eigentlich nur Instagram. YouTube werde ich ganz normal nutzen. Ich werde aber auch versuchen, das weniger halt eben zu verwenden, zu benutzen, wie auch immer. Aber Instagram habe ich gerade eben vor ein paar Minuten erst gelöscht. Ich werde einfach mal schauen, ob ich jeden Tag vielleicht so kurze Aufnahmen machen werde. Auf jeden Fall nach einer Woche will ich dann noch ein Video drehen. Das alles wird dann eben halt ein Video sein und bin eben gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ich wollte schon seit längerer Zeit eben mit YouTube anfangen. Habe ich auch angefangen, aber warum genau ich noch seit längerer Zeit nichts mehr gepostet habe, das sind schon 6-7 Monate her und so weiter, kommen vielleicht in den nächsten Videos. Da werde ich das vielleicht genauer erklären. Aber jetzt wollte ich einfach mal diesen Start machen und erklären, dass ich eben mit dieser Challenge oder wie man sie bezeichnen möchte, angefangen habe und bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich bin jetzt schon positiv gestimmt. Ich denke schon, dass das einen sehr guten Einfluss haben wird, weil man ist wirklich den ganzen Tag auf Instagram. Ich hoffe, dass es ein gutes Ergebnis erzielen wird und wir sehen uns dann im nächsten Schnitt. So, mal ein kurzes Update. Heute ist der 3. Tag und ich muss sagen, es läuft wirklich ganz gut, auch so wie ich es mir mehr oder weniger vorgestellt habe. Direkt am ersten Tag habe ich bemerkt, wie oft ich eigentlich am Handy bin. Das konnte ich einfach dadurch viel besser realisieren, weil mir immer wieder aufgefallen ist, dass ich kein Instagram habe. Das zum einen. Zum anderen aber ist mir auch aufgefallen, beziehungsweise konnte ich viel besser realisieren, dass die Vorplanung eines Tages sehr wichtig ist. Man hat jetzt viel mehr Freizeit, weiß aber nicht, was man in dieser Zeit machen soll. Deshalb ist es, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass man einen Tag vorher, eine Nacht vorher, Abend vorher einfach so eine To-Do-List erstellt, damit man von einer Aufgabe direkt zur anderen rüberspringen kann, um einfach keine Zeit zu verlieren, um die Zeit eben nicht zu verschwenden. Ich war da neugierig, ich wollte mal schauen, wie ist es eigentlich allgemein so? Wie viele Stunden am Tag verbringen wir am Handy? Ich habe mal so eine kleine Recherche gemacht und die Ergebnisse will ich euch mal präsentieren. Okay, machen wir mal direkt weiter mit den Ergebnissen. Ich wollte schauen, wie viele Stunden sind wir pro Tag am Handy. Was ich gefunden habe, im Schnitt sind es 3,7 Stunden. Das heißt, wir sind im Schnitt 3,7 Stunden täglich an unserem Handy. Ist das viel? Um es besser vorstellen zu können, habe ich es mal umgerechnet. Und zwar, pro Woche sind es 26 Stunden, pro Monat 110 Stunden und pro Jahr sind es einfach mal 1350 Stunden. Das wären also 56 Tage im Jahr. Und jetzt kann man sich, glaube ich, es viel besser vorstellen, wie viel Zeit das ist. Wir sind also 2 Monate vom gesamten Jahr an unserem Handy und das ist, glaube ich, wirklich extrem viel Zeit. Und wie gesagt, es ist nur der Schnitt. Einige Seiten reden auch von 5 Stunden, 6 Stunden pro Tag, aber ich habe jetzt mal nur die 3,7 genommen. Ich wollte dann schauen, ab wann redet man von einer Sucht und so weiter. Bei Jugendlichen ab 18 spricht man von einer Suchtgefahr ab 30 Stunden pro Woche. Das wären also 4 Stunden pro Tag. Also ab 4 Stunden redet man von einer Suchtgefahr. Und wie sollte es eigentlich sein? Was ich dazu gefunden habe, man sagt bei Jugendlichen ab 18 die empfohlene Internetnutzungszeit. Da stand, ab 20 Stunden pro Woche redet man von einem problematischen Verhalten. Das heißt, maximal 20 Stunden pro Woche. Ich habe das wieder umgerechnet, um es besser vorstellen zu können. Pro Tag sind es maximal 2,5 Stunden. Ich bin ehrlich, ich glaube, viele werden sagen, das ist extrem wenig. Allein deshalb, weil eine türkische Serie dauert so lange. Aber trotzdem darf man, glaube ich, nicht vergessen, wie viel Zeit das ist. Das war es eigentlich auch zu dieser kurzen Recherche. Es ist wie gesagt Tag 6. Ich glaube, es geht dann direkt weiter mit Tag 7 und zwar dem letzten Tag.
So, vor genau einer Woche habe ich diese Challenge gestartet und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr froh darüber, diese kleine Social-Media-Pause gemacht zu haben und kann es wirklich nur jedem von euch empfehlen. Ich habe aus dieser Woche so einige Punkte mitgenommen und die will ich mit euch teilen. Und zwar zum einen habe ich jetzt wirklich viel besser verstanden, wie viel Zeit wir am Handy verbringen, plus wie wichtig es ist, den Tag wirklich vorzubereiten. Die 2 Punkte habe ich ja in den letzten Tagen versucht, euch etwas näher zu bringen. Aber zum anderen hatte ich auch mehr Zeit für mich selber, für meine Hobbys. Ich bin jetzt viel mehr rausgegangen, viel mehr spazieren gegangen und habe wirklich viele Fotos gemacht. Ich war sehr oft fotografieren, habe auch viele Videos gedreht, beziehungsweise habe ich angefangen, dieses Video hier zu schneiden und diese Lust wieder Videos zu schneiden, Fotos zu machen, diese Lust ist wieder bei mir quasi aufgegangen. Und was mir auch aufgefallen ist, beispielsweise bei den Spaziergängen, ich konnte mich viel mehr darauf fokussieren, einfach zu entspannen. Ich hatte nicht diesen Gedanken gehabt, jetzt auf Instagram vielleicht eine Story zu posten, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, sondern konnte ganz einfach entspannen. Und diese Konzentration hatte ich auch bei meinen Aufgaben. Wenn ich irgendwie Aufgaben hatte und dann eine kleine Sache erledigt hatte, bin ich dann direkt an mein Handy rangegangen, Instagram, und dann ein bisschen geguckt, okay, welche Nachrichten habe ich vielleicht bekommen und so weiter. Zusammengefasst klingt das vielleicht jetzt nicht besonders viel, aber eigentlich ist das viel und das kann man, glaube ich, nur dann spüren bzw. verstehen, wenn man es auch selber macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Viele könnten sich, glaube ich, vorstellen, so etwas zu machen, aber es kommt, glaube ich, wirklich drauf an, ob man es auch macht. Nicht, ob man es kann, sondern ob man es auch wirklich dann durchzieht. So, und dann gab es noch eine Sache, die mir diese Woche ab und zu eingefallen ist. Das will ich auch noch mit euch teilen. Und zwar eine Überlieferung von dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar folgende. Es gibt 2 Segen, über deren Wert sich die meisten Menschen irren. Gesundheit und vergeudete Zeit. So, das war's dann eigentlich auch mit dem Video. Es war eine sehr schöne Erfahrung und ich hoffe, dass ich damit vielleicht dem einen oder anderen dazu ermutigen konnte, auch so eine Challenge zu machen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.